Hallo, hier ist die Anja und heute komme ich mal mit einem Video mal wieder mit mir alleine als Einführung in eine Audiodatei. Das heißt, ich habe etwas erlebt, das ich gerne teilen möchte. Ich habe gerade eine Jakobswegwanderung gemacht. Also für eine Woche war ich in Spanien. Vor allen Dingen, um die vielen Erfahrungen und Erlebnisse des letzten Dreivierteljahres ungefähr sacken zu lassen, um einfach mal frischen Wind mir um die Nase wehen zu lassen und mich viel zu bewegen. Ich hatte ein großes Bedürfnis nach Gehen, Gehen, Gehen. Deswegen habe ich auch eine organisierte Reise gebucht. Das heißt, mein Gepäck wurde jeden Tag transportiert und ich bin nur mit meinem kleinen Wanderrucksack gegangen und bin mit dem Auto also hingefahren nach Spanien und auch wieder zurück. Und mir ist dort etwas widerfahren, was ich als so großes Geschenk empfinde von Gott, dem Universum, wie auch immer du diese Liebe nennen möchtest, denn es ist ein Geschenk der Liebe gewesen an mich. Und ich habe seitdem das Gefühl, dass ich dieses Geschenk gerne weitergeben möchte. Und zwar insofern, als dass ich es erzähle. Und das, was jetzt gleich folgt, ich spreche jetzt hier ein Video nur als Einführung, um den Rahmen sozusagen zu bereiten, ist die originale Audiodatei, die ich an meine Freundin Verena gesprochen habe. Denn auf der Rückfahrt hatte ich dann so einen Moment, wo ich so ein bisschen müde geworden bin. Das sage ich auch gleich in dieser Audiodatei und wollte mich wach halten, wollte aber auch nicht anhalten und schlafen oder so. Und dann hatte ich den Impuls, ich erzähle jetzt der Verena die Geschichte. Und ich habe die Verena dafür ausgewählt, weil ich zum einen innerlich wusste, dass sie das auf Anhieb nachvollziehen kann oder nachempfinden kann, weil ich von ihr aus ihrer Erfahrung und aus ihren Geschichten weiß, dass sie da eine Resonanz zu hat. Und außerdem kenne ich die Verena jetzt auch schon seit mh, 22 Jahren. Also seit diesem Jahr, in dem ich das Ursprungserlebnis hatte, mit dem ich die Geschichte gleich auch starten werde. Und deshalb habe ich es ihr erzählen wollen. Ich habe es also in 4 Sprachnachrichten per Telegram, während ich mit dem Auto auf der Autobahn gefahren bin, ihr erzählt. Und diese Audiodateien, die habe ich natürlich auf dem Handy gehabt und ich hatte dann das Gefühl, ich bin dann nach Hause gekommen und es hat förmlich innerlich, meine Seele hat sozusagen danach gerufen, Anja, erzähl die Geschichte, teil sie mit den Menschen, mit denen, die sie hören wollen, die dich hören wollen. Und dann habe ich überlegt und habe gedacht, nee, ich nehme tatsächlich die Originaldatei. Ich erzähle das jetzt gar nicht nochmal, weil dieses originale, fast brühwarme Erzählen enthält einfach am intensivsten die Freude, die ich erfahren durfte und die Details und so weiter und ja auch in relativ verhältnismäßig kurzer Form. Es sind ja nur 6, 10, 16 Minuten, ungefähr knapp 20 Minuten. Und das ist eine große Geschichte. Insofern, ich werde jetzt auch dann ein paar Bilder einblenden von dort. Ich habe dann also auch nach dem Ereignis am nächsten Tag dann noch ein paar Fotos gemacht von diesem Ort, an dem ich das erleben durfte. Und ich werde auch ein paar Bilder noch von Verena mit einblenden, weil sie auch eine inspirierte Künstlerin ist und das einfach vom Gefühl her für mich stimmig ist. Und was mir sonst noch so einfällt, es ist ja jetzt auch so ein kreativer Akt, ein kleines Video zu erstellen, die Audiodatei und ein bisschen Musik dazu und die Bilder mit einzufügen und so. Und da habe ich jetzt auch Freude dran. Es ist ein kreativer Prozess und ich wünsche dir von Herzen, dass du auch Freude empfindest und Inspiration bekommst, wenn du dir diese Geschichte dieser Unio Mystica auf meinem Jakobsweg oder der mystischen Hochzeit anhören möchtest. Universelle Liebe und Segnungen. Bis bald. Tschüss.
Hallo Verena, ich bin's Anja. Ich bin gerade auf der Autobahn und ich muss mich gerade ein bisschen wach halten. Ich bin ein bisschen müde und mir ist ein bisschen langweilig hier. Und deswegen habe ich gedacht, erzähle ich einfach ein bisschen und plauder so ein bisschen vor mich hin. Und vielleicht hast du ja Zeit und Lust, dir das anzuhören und mir dann auch eine Sprachnachricht zurückzuschicken. Ich habe übrigens etwas ganz Unglaubliches erlebt jetzt hier auf meiner Reise und bin das noch so ein bisschen am Milken, am Melken oder am Wiederkäuen und versuche das auch noch in der Tiefe, also noch mehr zu vertiefen. Das ist, ich erzähle dir das jetzt einfach mal kurz, ja. Also so kurz geht's gar nicht. Ich versuche es mal so kurz, wie ich es kann, zu erzählen. Und zwar, vielleicht kannst du dich erinnern, dass ich vor 22 Jahren, als ich auf Kreta war, wahrscheinlich kannst du dich nicht erinnern an dieses Detail. Auf jeden Fall habe ich damals die Erfahrung gemacht, androgyn zu sein. Ich hatte einen erweiterten Bewusstseinszustand, habe mich phasenweise 3 Meter groß gefühlt, wie ein Lichtwesen, das in einem weiblichen Körper rumrennt, aber das in Wirklichkeit innerlich androgyn ist. Und das war damals ja schon etwas, was die Omnic als Selbstrealisierung bezeichnet hat. Also, dass ich mich als Seele realisiert habe. Also in mir sozusagen einheitlich und vollkommen gefühlt habe. Das war ja ein Bewusstseinszustand, der hielt ja nicht ewig an, aber der hielt über ein paar Wochen an oder sogar über ein paar Monate sozusagen. Und ich musste den ja dann wieder verlassen, diesen Bewusstseinszustand, weil ich den ja im Physischen hier nicht halten konnte, weißt du? Und bin ja dann wieder runtergekommen sozusagen in die Trennung. Und ich erzähle das deswegen, weil ich jetzt nach 22 Jahren hier jetzt in Spanien das Gefühl hatte, es ist Zeit, dass ich einen Schritt weiter gehe. Weil die Begegnung die hat bei mir dieses Mann-Frau-Thema ja wieder angetriggert, also in einer Weise, wie ich es ja in dieser Form sozusagen ja noch nicht hatte. Und hat dann sozusagen die Konsequenz zur Folge gehabt, dass ich auch den Wunsch hatte, die Projektion wieder zu mir zurückzuholen. Also mich nicht auf das Äußere oder auf den äußeren Menschen zu fixieren, sondern das jetzt als Auslöser zu nehmen, um wieder in meine innere Einheit zurückzufinden. Ne? Und das war ja mit ein Grund, also einer der Gründe, warum ich jetzt zum Wandern gegangen bin. Also erstmal um diese ganzen Erfahrungen der letzten Monate mit Ray und den ganzen Erlebnissen und den ganzen vielen neuen Kontakten und so weiter mit Rainer. Also es ist einfach so viel passiert und ich bin ja hierher gefahren, im Wesentlichen, um das Ganze alles sozusagen durch das viele Gehen in mir sacken zu lassen. Und interessanterweise, und jetzt kommt es, was spannend ist, habe ich dann so ziemlich in der Mitte der Zeit den Impuls bekommen, also das war glaube ich am Mittwoch, Dienstag oder Mittwoch, dass ich jetzt wieder in die Einheit mit meinem höheren Selbst oder mit meiner Seele oder mit Gott zurück will, also wieder in dieses androgyne Bewusstsein, um mich davon frei zu machen, die Polarität nach außen zu projizieren. Und in dem Zusammenhang habe ich mich dann halt auch noch mal ganz intensiv an die Erfahrung erinnert von vor 22 Jahren, aber ich habe sie jetzt natürlich nicht so gefühlt. Ich habe mich nur daran erinnert und hatte das Gefühl, jetzt ist es okay, jetzt bin ich bereit. Das Ganze ist jetzt nach 22 Jahren tiefer integriert. Dazu jetzt der Anschubser von neulich von außen durch die Begegnung. Jetzt kann das in mir wieder, also ich sag's mal so mit meinen Worten oder so wie ich es gefühlt habe, ich möchte jetzt die mystische Hochzeit erleben, ja, die Unio Mystica, kann man googeln.
Das ist sozusagen die Hochzeit, die innere Hochzeit zwischen der Seele mit Gott. Also die innere Verbindung mit dem Göttlichen, ne? Die mystische Hochzeit oder Unio Mystica, die Einheit mit Gott, genau. Und das habe ich gedacht, während ich gegangen bin, während ich gewandert bin. Das war ein sehr anstrengender Tag, ein bisschen seltsamer Tag auch, weil ich eben also da hat was auch im Tourplan nicht gestimmt, ja. Das heißt, ich bin nur 10 Kilometer gegangen, aber die 10 Kilometer waren fürchterlich anstrengend, weil meine Füße haben mir so wehgetan. Ich habe ja wirklich mir am ersten Tag schon eine dicke Blase geholt und musste jetzt die ganze Zeit auf meiner Blase laufen und dann sind auch noch meine Schuhe zu eng gewesen. Aber andere Schuhe gingen gar nicht. Ich habe meine Schuhe jetzt wirklich in Santander stehen lassen. Die kann jetzt jemand wegschmeißen oder die haben zwar 200 € gekostet und das ist gar nicht lange her, aber ich kann mit den Schuhen nicht nochmal wandern gehen, weil die mir vorne zu eng sind. Also mir hat wirklich alles wehgetan, fußmäßig, ja. Ich mache mal eine Pause. So, da habe ich dann also auf diesem heißen, fußschmerzenden, relativ im Verhältnis kurzen Weg diese Gedanken in mir sozusagen genährt, von wegen, ich wünsche heute diese mystische Hochzeit zu erleben, ja, und habe das dann in mir ausgearbeitet beim Gehen und so weiter und so fort und dass das sozusagen tatsächlich an dem Nachmittag in mir passiert ist, dafür gibt es auch einen minimalen Beweis, weil ich habe, glaube ich, um 17 Uhr, bevor ich das erzähle, ich bin dann mit diesem Gedanken, also sozusagen, also es ist wirklich der Hammer, Verena, was ich da erlebt habe. Ich bin mit diesem Gedanken sozusagen diesen schmerzenden Weg gegangen und bin dann, zum Glück waren dann die letzten Kilometer zumindest schön, landschaftlich, ja, durch Natur und gleichzeitig war ich aber auch so verunsichert, weil da was im Tourplan eben nicht gestimmt hat und ich habe wirklich innerlich gebetet fast, dass alles stimmt und ich wirklich am richtigen Hotel ankomme und dass da auch meine Tasche steht und so, weil ich wusste einfach, mehr gehen kann ich an dem Tag gar nicht. Also ich hätte an diesem Tag keine 25 Kilometer gehen können. Ich hätte dann wirklich Hilfe gebraucht, weißt du? Aber diese Unsicherheit, die war unbegründet. Ich bin dann tatsächlich irgendwann, also nach gar nicht so langer Zeit, ich bin ja nur 3 oder 4 Stunden dann unterwegs gewesen für diese 10 Kilometer, ja. Und dann bin ich auf einmal an einem Tor angekommen und habe nur gedacht, wow, La Romana irgendwas und 4-Sterne-Hotel in absoluter ländlicher Lage, ganz ruhig. Und da habe ich dann an diesem Tor geklingelt und dann hat eine freundliche Stimme dann durch die Sprechanlage mich begrüßt und hat mir dann das Tor geöffnet. Also ich kam mir da schon vor wie die Königin irgendwie fast so ein bisschen, ja, dass ich ausgerechnet in so einem Hotel ankomme, dann auch noch, weil die Hotels an den Tagen davor, die waren nicht, also das war wirklich auch noch an dem Tag das beste Hotel, aber das ist noch nicht alles. Der Hammer kommt, die ganzen Hammer kommen ja noch. Ich bin dann da rein, da war dann also vor diesem Hotel auch gleich noch so ein schöner Plätscherbrunnen und Tor hinter mir ging wieder zu und schön angelegter Garten und dann dieses Hotel und Rezeption, ganz freundliche Begrüßung. Ich musste das erste Mal keinen Ausweis vorlegen. An allen anderen Hotels musste ich einen Ausweis zeigen. Das war so, als wäre ich erwartet gewesen irgendwie und als würde man mich kennen und als wäre alles toll und hat sie mich auch habe ich direkt das Gefühl gehabt, also ich glaube, hier bin ich heute richtig. Ja, habe ich gleich gefragt, ob ich eine Massage bestellen kann. Das wurde mir dann auch direkt ermöglicht. Hat man mir einen Masseur bestellt für 17 Uhr. Dann hat sie mir so einen Menüplan hingelegt, dass es am Abend ein Abendessen gibt und ob ich das nehmen möchte. Da war ich dann zuerst zögerlich, weil ich habe die ganzen Tage kein richtiges Essen haben wollen, sondern mich nur von Nüssen und Keksen und Äpfeln ernährt eigentlich. Aber an dem Tag, in dem Hotel, habe ich dann spontan zugesagt, für 30 € mir dann so ein 3-Gänge-Menü bestellt für abends, was sehr ungewöhnlich ist für mich.
Aber ich hatte das Gefühl, heute ist ja der Tag meiner mystischen Hochzeit und jetzt komme ich in so ein Hotel an und dann so eine Begrüßung und dann kriege ich eine Massage und ein tolles Abendessen, weil hey, was passiert denn hier alles, ja? Und ja, und dann hat die mir auch noch meine Tasche hochgetragen und dann war das echt das Zimmer, das Königinnenzimmer schlechthin, weißt du, mit Bidet und Klo auf dem Thron, Badewanne mit Aussicht auf eine Palme, Riesenbadezimmer, großes Zimmer mit Kommode, mit 2 Stühlen und so ein richtiger königlicher Sessel, ein Doppelbett, ein Ehebett, also so ein großes Bett und schöne Bilder an den Wänden, Teppich, Boden, kühl. Und ich habe echt gedacht, Wahnsinn, was ist das hier für schön und eine Schachtel Pralinen auf dem Bett und so, ja. Ich bin dann direkt in die Wanne gegangen, Bademantel war da. Ich habe mich dann richtig in die Badewanne gelegt und erstmal richtig frisch gemacht und Füße hoch und so. Und ein bisschen geschlafen, dann der Massagetermin, der war für 5. Das war dann also auch klar, der kommt in mein Zimmer. Und ich glaube, zu dieser Zeit ungefähr habe ich dann irgendwie noch der Irmgard eine Sprachnachricht geschickt und habe ihr auch davon erzählt, dass ich vorhabe, heute meine mystische Hochzeit zu erleben sozusagen, aber gar nichts weiter gesagt. Ich weiß nicht warum. Ich hatte einfach das Gefühl, ich habe das auch bei ihr teilen wollen, so wie ich dir jetzt irgendwie das erzähle, ja. Und dann, genau, dann war die Massage. Das war jetzt nicht so das Spektakuläre, aber es war okay. Wenigstens eine Stunde berührt worden sozusagen. Und es war auch ganz angenehm, aber jetzt nicht der Knaller. Auf alle Fälle dann wusste ich ja, um 20.45 Uhr ist mein Abendessen. Und um 20.15 Uhr habe ich mich dann so erfrischt gefühlt und fußmäßig wieder so halbwegs okay. Ich mache jetzt nochmal einen Abschnitt. So dass ich mir gedacht habe, also so eine halbe Stunde jetzt draußen hier so ein bisschen rumlaufen, bevor ich zum Abendessen gehe, das schaffe ich jetzt, ja. Und bin dann also raus und dann hatte ich eigentlich 2 Möglichkeiten. Entweder vorne wieder raus durch dieses Tor, da hätte ich wahrscheinlich sagen müssen, dass man mir das Tor aufmachen soll. Und dann habe ich nach hinten geschaut und da habe ich gesehen, da ist ein Parkplatz mit ein paar Autos. Da bin ich also nach hinten, hinters Hotel rausgegangen und habe dann da gesehen, da sind ein paar Autos und dann bin ich da lang gegangen und dann ging es da weiter in einen mystischen Garten, in einen angelegten Garten, aber nicht perfekt angelegt, also auch nicht perfekt gepflegt, aber da standen halt so ein paar Schalen und so ein paar Statuen und Säulen und so ein Weg, ja, also nicht picobello geputzt, aber einfach so ein sympathischer Garten mit wilden Bäumen und wilden Sträuchern, aber angelegt auch. Und dann fiel mir das erste Mal eigentlich oder das 5. Mal an dem Tag die Kinnlade runter, weil dann stand da ein Schild angeschlagen, an einem Baum angelehnt, auf dem stand drauf Zeremonia. Ich so, das ist ja ein Ding, ja, was denn für eine Zeremonie? Wo gehe ich denn hier hin? Und dann habe ich mich schon wieder gefreut und bin dann an diesen Weg weitergegangen und dann habe ich gesehen, da kommt so ein überdachtes Häuschen, also nicht ein Haus, sondern so ein, weißt du, nur 4 Säulen, Terrasse, 4 Säulen und ein Dach oben drauf. Und in dieser Mitte dieser Terrasse standen ein paar Stühle. Also das ist wirklich ein Zeremonienplatz gewesen. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt ja noch nicht gewusst, was für Zeremonien da stattfinden, weil das war ja so verborgen und auch vorne im Hotel ja nichts angeschrieben oder so. Mein erster Gedanke war, vielleicht finden hier irgendwelche Kulttreffen statt oder vielleicht ist hier irgendeine Sekte oder so. Ich wusste das ja nicht, ja. Und dann habe ich da so ein bisschen rumgeschaut und da standen dann auch in diesem Garten, in diesem mystischen, verwunschenen Garten so lauter so ein paar Stühle rum. Also da waren auf jeden Fall irgendwelche Treffen, fanden da statt. An verschiedenen Stellen, mal so 2 Stühle, 1 Stuhl, also auch an viele verschiedenen Orten. Da müssen die Menschen sich auch verteilt haben. Dann bin ich da so ein bisschen rumgelaufen und habe geguckt, wo möchte ich mich denn jetzt hinsetzen. Ach, vorher hatte ich noch, als ich den Weg nach hinten gegangen bin, immer den Gedanken im Kopf, ich habe jetzt eine Verabredung mit Gott. Ich habe jetzt eine Verabredung mit Gott. Das war der einzige Gedanke, den ich im Kopf hatte. Dann bin ich nach hinten gegangen und habe mich ja dann gefreut, ja, auch sowieso. Ich war voller Freude.
aber ganz ruhig in mir, nicht aufgeregt und habe nur geschaut und gespürt, wo möchte ich denn jetzt hingehen und wo möchte ich mich hinsetzen. Was passiert hier? Habe ich jetzt hier vielleicht eine Begegnung oder was wird hier wohl sein, ja? Und habe dann da bin so ein bisschen rumspaziert und habe mich dann am Ende dafür entschieden, mich auf einen der Stühle zu setzen und da einfach ein paar Minuten zu sitzen. Und das habe ich dann auch gemacht, habe dann ein bisschen meditiert, nur ein bisschen meinen Atem beobachtet und mich innerlich sozusagen geöffnet für diese Begegnung mit Gott, also für diese Wiederbegegnung und die Wiedereinheit mit dem Göttlichen in mir, dass ich wieder das männlich-weibliche tief in mir wieder ausbalanciert habe, sozusagen. Das habe ich so ein paar Minuten dann einfach, war ich in der Stille da mit mir selbst, habe nur geschaut und ein bisschen Atem gezählt und so und dann bin ich wieder aufgestanden und hatte schon das Gefühl, ich hatte übrigens auch mein Handy nicht dabei, ich habe es ja sonst eigentlich auch immer bei mir, aber als ich in den Garten, also als ich zum Garten und zum Essen rausgegangen bin aus dem Hotel, hatte ich es bewusst nicht dabei. Auch interessant. Ich wusste irgendwie, ich will jetzt mit Gott alleine sein. Ich will gar nicht das Handy dabei haben. Und dann bin ich da von meinem Stuhl also wieder aufgestanden, um dann zum Restaurant zu gehen, weil ich fühlte genau, das ist jetzt die richtige Zeit. Ich werde genau richtig zu meinem Abendessen kommen. Und dann fällt mein Blick auf den Boden und da sehe ich lauter rote Glitterherzen. Und ich habe mich wieder gefreut. Und habe gedacht, das ist ja der Hammer. Hier finden wirklich Hochzeitszeremonien statt. Weil durch die Glitterherzen war es dann wirklich klar, dass das nicht ein Kult oder ein Ritualort ist oder so, sondern rote Herzen, was denn sonst, ja. Und ich habe mir dann 3 von diesen Glitterherzen aufgehoben und mitgenommen. Und dann habe ich weitergeschaut und habe gesehen, da liegen noch ganz viele. Also da müssen so wie Konfetti so die roten Glitterherzen übers Paar verstreut worden sein, genau an der Stelle, weißt du? Und ich habe mir also 3 Glitterherzen mitgenommen und bin dann langsam wieder zurückgeschlendert und habe mich schon wieder so gefreut, ja? Und dann bin ich wieder zurückgeschlendert und jetzt kommt, glaube ich, langsam der letzte Teil. Und als ich dann diesen Weg wieder zurückgegangen bin, an der Stelle, wo auf dem Hinweg ich das Schild gesehen habe, Zeremonia, ist an derselben Stelle nur gegenüber, und das hatte ich auf dem Hinweg nicht beachtet, an derselben Stelle auf der gegenüberliegenden Seite stand dann nochmal so ein Schild und da stand, ist der Hammer, Verena, und da steht drauf, El Si Quiero. Und weißt du, was das heißt? Der Ich will. Das ist der Ich-Will-Platz. Also El und dann in Anführungszeichen Si Quiero bedeutet einerseits der Ich-Will-Platz. Man kann es aber auch so übersetzen, er sagt Ich will, denn El bedeutet auch er. El ja bedeutet sie auf Spanisch, also El bedeutet er. Und Ich will ist und ich will ist außerdem auch noch dasselbe wie ich liebe dich. Also Si quiero bedeutet genauso ja, ich liebe dich oder ja, ich will. Also das bedeutet das alles auf Deutsch. Und ich habe gedacht, das ist der Knallerhammer. Ich gehe diesen Tag mit diesem Wunsch spazieren und lande an diesem Abend und dann in diesem Hotel und dann an einem Hochzeitsplatz. Was sagst du denn dazu? Und ja, und dann bin ich halt wieder zurückgegangen über diesen Parkplatz, sehe dann auch noch mal so eine königliche Zeichnung, habe ich auch noch ein Foto gemacht von einem Mann und einer Frau, wie also das ist so ein Wandgemälde, nicht ultimativ hübsch, aber diese Symbolik einfach, Mann und Frau heiraten dort, ja. Und dann bin ich halt zu meinem Abendessen gegangen und war einfach erfüllt. Ich war so erfüllt und habe gedacht, und jetzt kriege ich auch noch ein richtiges Abendessen, das erste jetzt seit einer Woche ungefähr, ja. Ich esse ja nicht mehr jeden Tag irgendwie was Richtiges in Anführungszeichen, sondern esse ja nur manchmal was Richtiges sozusagen. Kochen tue ich schon lange nicht mehr. Zu Hause kaum, ganz selten, eigentlich gar nicht mehr, schon lange. Und
Oh, ich komme an eine Autobahnstelle, wo ich bezahlen muss. Das werde ich jetzt erstmal machen. Und danach erzähle ich dann den Abschluss. Aber eigentlich ist es das auch schon. Ich könnte dann nur noch erzählen, was ich für ein tolles, leckeres Essen bekommen habe. Mit dem interessantesten und leckersten Essen und das war's. Also eigentlich ist es damit jetzt auch fertig erzählt. Danke fürs Zuhören und ich bin wirklich gespannt und ich hoffe, dass der Wind, den ich jetzt hier mittransportiert habe, während ich es erzählt habe, nicht allzu schlimm gewesen ist. Ich hatte jetzt einfach das Gefühl, ich möchte das gerne teilen. Und ja, genau. Und jetzt muss ich hier erstmal meine Autobahn bezahlen. Also Verena, bin gespannt, was du dazu sagst. Wenn dir was dazu einfällt, musst du ja nicht. Tschüss.